Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Pokémon Unite Video. Heute reden wir einmal über die Rollen sämtlicher bis jetzt bestätigten Pokémon. Wie ihr bereits wisst, ist das Spielprinzip von Pokémon Unite auf Teamwork ausgelegt. Wenn ihr also mehrere Spiele gewinnen wollt, solltet ihr nicht immer nur euer Lieblings-Pokémon mitnehmen, sondern euch den jeweiligen Teammitgliedern anpassen. Doch woran merkt man, welches Pokémon welche Rolle einnehmen soll? Nun ganz einfach, im Spiel selbst seht ihr Statuswerte, sobald ihr auf ein Pokémon geht. Doch gehen wir einmal auf die Rollen und die jeweiligen Pokémon etwas genauer ein. So habt ihr hier zum Beispiel als erstes die sogenannten Allrounder. Wie der Name es schon verrät, haben diese Pokémon, insbesondere bei Angriff und Ausdauer, ausgewogene Statuswerte. Ein Allrounder ist zum Beispiel Lucario, Glurak, Machomai und Knackrack. Doch kommen wir einmal zu den Angreifer-Pokémon aus Pokémon Unite. Hier haben wir eine Auswahl zwischen Bisaflor, Urgel, Liberlo, Pikachu, Alola Volona und Quajutsu. Wie der Name es bereits schon erwähnt, ist ein Attacker jemand, der halt höhere Angriffswerte hat, aber dafür weniger Statuswerte in den anderen Bereichen. Ihre Ausdauer ist natürlich auch um einiges niedriger, also können diese Pokémon auch als Glaskanonen zählen. Ihr solltet also immer schauen, solltet ihr die Rolle eines Attacker einnehmen, dass ihr wirklich einen Verteidiger, also Tank in eurer Nähe habt. Genau zu diesen Tanks kommen wir jetzt auch. Das sind nämlich Castellit, Relaxo und Lamus. Was ein Tank ist, werde ich wohl nicht erwähnen müssen, oder? Ich werde es aber jetzt trotzdem tun, und zwar ist ein Tank jemand, der halt mehr Ausdauer hat, also jemand, der viel mehr aushält. Die Rolle des Tanks konzentriert sich darauf, eure Teamkollegen zu schützen, indem ihr gegnerische Angriffe abfangt. Selbstverständlich gibt es in Pokémon Unite auch die sogenannten Speedster. Speedster sind Pokémon wie Absol, Gengar oder Fiaro. Speedster, wie der Name es schon erwähnen lässt, sind dann Pokémon, die halt hohe Mobilität bzw. Geschwindigkeit in ihrer Statuswerteliste haben. Da Speedster am schnellsten sind, solltet ihr sie dazu einsetzen, möglichst viele Tore mit ihnen zu machen. Kommen wir einmal zur letzten Kategorie, und das sind die Supporter in Pokémon Unite. Supporter sind Pokémon wie Pantimos, Kotomi und Knuddeluff. Supporter haben die Rolle, eure Teamkollegen zu heilen oder gegnerische Pokémon unter Statusveränderungen zu setzen. Das war's auch mit dem kurzen Infovideo zu Pokémon Unite. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, so tu das doch bitte, und du kannst in Zukunft mit uns live Pokémon Unite zocken. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream wieder.